Ganz ehrlich, die meisten Probleme der Menschheit sind da, weil wir uns von der Liebe abgewendet haben. Wir können sie nicht richtig fühlen, denn würden wir sie die ganze Zeit fühlen, würden wir sie in uns fühlen, mit Gott und mit anderen in Liebe sein, würden wir uns ganz anders verhalten. In diesem Video erzähle ich dir von einer atemberaubenden Begegnung mit Gott, wo er mir zeigt und unterm Strich auch dir zeigt, wie man dauerhaft in die Liebe kommt. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Bewusstseinserweiterung. Ich möchte das Ego verwandeln in Egon. Ego ist gegangen. Das ist das Ziel. Und deswegen habe ich gelernt, viel zu meditieren, habe gelernt, mein Bewusstsein in erweiterte Zustände zu bringen, außerkörperliche Erfahrungen, luzide Zustände hervorzurufen, in einen Trance-Zustand zu kommen, um dort Astralreisen, Seelenreisen zu erleben. Und in diesem Video möchte ich dir eine ganz, ganz, ganz besondere Erfahrung vermitteln. Eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, wie man wirklich liebt, warum wir Menschen nicht in der Liebe sind. Und ich werde dir auch vorlesen, was im großen Mysterium, das ist das Buch, welches ich zu diesem Thema schreibe, werde ich dir dort vorlesen draus. Ein Teil aus diesem Kapitel. Ja. Es wird sehr, sehr spannend. Ja. Das Ganze fing an mit einer Reise, wo ich auf einen Berg gegangen bin. Und als ich oben auf diesem Berg war, habe ich erkannt, das ist kein Berg, es ist eine Lava, also ein Vulkan. Und plötzlich hat es mich runter teleportiert vor diese Lava, da war so ein Podest. Und ich war unten, habe diese Lava gesehen. Und dann hat ein Bewusstsein angefangen, mit mir zu sprechen. Keine Ahnung, ob es Gott ist oder die Quelle oder was auch immer, es spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist die Worte, die kamen. Und ich lese dir einfach mal vor, was da kam. Ihr seid das Kunstwerk meines Lebens. Ich male euch mit meinem Blut. Ich möchte dir das wertvollste Geschenk schenken, was ich zu bieten habe. Ich kenne dein Leiden und ich kenne dein Leid, in- und auswendig. Mein Geschenk wird es von dir nehmen, für immer und ewig. Es ist die Liebe, ja, es ist die Liebe. Sie heilt alle Wunden. Sie erschafft alles. Sie ist das, worum sich alles dreht. Sie ist das Blut, welches dich am Leben hält. Dein Problem ist, du hast vergessen, wie es ist zu lieben. Und so machst du dir die Hölle. Du fühlst die Liebe nicht mehr. Ich möchte dir ein Bild schenken. Ein Bild, welches dich erinnert, wie es ist zu lieben. Es ist das größte Geschenk, welches dir ermächtigt, wieder zu lieben. Die Fähigkeit zu lieben. Und es ist das Einzige, was sich in der Unendlichkeit potenzieren lässt. Wenn du die Liebe fühlen willst, dann stelle dir diesen Vulkan vor. Stelle dir vor, wie du ihn besteigst. Wie du oben stehst, wie du runterblickst in diese Lava. Denn die Lava ist die Liebe. Sie ist die Manifestation der Liebe. Lava ist flüssige Liebe. Sie ist heiß. So heiß, dass du dich an ihr verbrennen kannst. Sie ist so heiß wie die Liebe. Lava ist die Manifestation der Liebe auf eurem Planeten. Vulkane sind überall. Manchmal brechen sie aus. Dann wird es heiß. Sie wirbelt alles auf. Sie kann alles verbrennen, was du kennst. Und so kann sie alles heilen.
alle Wunden heilen. Stelle dir einfach vor, wie du deine Sorgen in diese Lava schmeißt. Sie wird alles verbrennen und alles von dir nehmen. Sie wird dich von deinen Sorgen befreien. Wenn du vergessen hast, wie sich Liebe anfühlt, dann stelle dir diese Lava vor, diese Hitze, fühle sie in deinem Herzen, fühle sie in deinem Brustkorb und du wirst merken, wie sie zu kochen anfängt. Und dann halte dich an diesem Gefühl, halte dich an diese Liebe, potenziere sie, bringe sie zum Kochen, bis ins Unendliche. Dann wird sie da sein. Und du kannst den Vulkan zum Ausbruch bringen. Denn ihr seid Vulkane, das Blut in euren Adern ist die Lava. Versuche, deinen Vulkan zum Ausbruch zu bringen. Denn sie ist die Manifestation der Liebe. Sie bringt dich zum Ausdruck. Darum gibt es Vulkane, damit wir uns erinnern, wie es ist zu lieben. Somit sei du der Vulkan. Dein Blut ist ihre Lava. Möge sie dich zum Ausbrechen bringen. Möge sie diese unendliche Kraft in dir sein. Du bist diese Liebe, du bist diese Lava, du bist der Vulkan. Mögst du dich immer und immer wieder von ihr erfüllt werden, von dieser Kraft, von dieser Macht, von dieser Liebe. Sie existiert wirklich, sie ist real. Du kannst sie nun sehen und fühlen. Und dies ist das Geschenk an dich. Es ist das wertvollste Geschenk, was Gott zu bieten hat. Es geht noch weiter, es gibt noch einige Seiten, wo es noch tiefer geht in diese Thematik. Aber ich finde diese Erfahrung sehr, sehr berührend und sehr, sehr bewegend, denn ab da konnte ich es tatsächlich fühlen. Und ich habe mir etwas ganz, ganz Besonderes überlegt. Ich habe mir überlegt, ich habe das gemacht, diese Technik, und sie hat zum gewissen Grad funktioniert. Also ich konnte mir das vorstellen und ich habe gemerkt, oh, wie ich sie fühle. Aber der menschliche Verstand, das Ego, ist so ein Filtersystem, welches dich im Wachzustand des menschlichen Bewusstseins hält. Und dadurch entkoppelt man sich wieder und fühlt es nicht mehr. Und ich habe dann angefangen, immer wieder zu meditieren und mir das vorzustellen. Und das wurde dann immer besser, also dieses Gefühl war immer öfter da. Und dann habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Ich habe mir etwas überlegt, wie kann ich das einbauen in meine tägliche Meditationspraxis, um die Intensität dieser Geschichte, dieser Visualisierung, dieses Bildes, dieses Gefühls zu verstärken. Und habe dann eine Frequenz produziert, Vulcano. Das ist eine Aufnahme, die wirklich am Vulkan passiert ist, mit einer 360-Grad-Aufnahme mit Ambisonics. Das bedeutet, es wurde wirklich am Vulkan vor der Lava aufgenommen. Und eine Frequenz, die im Hintergrund läuft, ist die Frequenz der Liebe. Das heißt, wenn man die Kopfhörer aufsetzt und diese Frequenz hört, dann hast du das Gefühl, du meditierst gerade vor dieser Lava. Und als ich die dann gehört habe und diese Frequenz stimuliert das Herzchakra, habe ich gemerkt, wie dieses Bild, diese Visualisierung von diesem Bergbesteigen, von dieser Lava, von dieser Liebe, von diesem Vulkan viel intensiver wurde, weil du es ja wirklich erlebst, wie es ist, auf dem Vulkan vor dieser Lava zu meditieren. Und dadurch konnte ich dieses Gefühl der Liebe intensivieren und steigern und potenzieren. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Ja. Und deswegen habe ich diese Frequenz produziert, neben einer neuen Kategorie im Shop, nennt sich Naturgeräusche, wo sehr, sehr viele neue Frequenzen sind, mit verschiedenen Naturgeräuschen. Und die erste, die
hinzukommt zu dieser Kategorie, ist eben Vulcano, wo ich einfach diese Erfahrung von dieser Seelenreise kopple mit dieser Frequenz. Und so verbinde ich meine Arbeit, meine Erfahrungen mit meiner musikalischen Arbeit, mit diesem Buch, mit dem großen Mysterium, welches ich geschrieben habe. Und möchte es mit der Welt teilen als Ausdruck meiner Liebe dir gegenüber. Und ich bin echt gespannt, wenn das Buch dann draußen ist, was du dazu sagst, wie es weitergeht. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr berührend. Vor allem bin ich gespannt, was du sagst, wenn du Vulcano gehört hast, wenn du diese Technik anwendest, also wenn du die Frequenz hörst und dir vorstellst, auf den Berg zu gehen, vor dieser Lava zu sein, zu meditieren und dir vorstellst, wie dein eigenes Blut in deinem Körper diese Lava ist und wie du dann dich auf das Herzchakra fokussierst und diese Lava zum Kochen bringst und dann zum Ausbrechen, dann immer wieder machst. Du wirst merken, wie diese Liebe, wie du sie plötzlich fühlen kannst. Und ich rede nicht von einer menschlichen Liebe, ich rede von einer göttlichen Liebe, die wirklich da ist und wie du dich damit connectest, mit diesem Feld der Liebe, wie du dich verbindest damit und wie du das plötzlich fühlst. Und wenn du es fühlst, dann kommst du in den Bewusstseinszustand dieser Liebe, dieser göttlichen Liebe. Und wir wissen, Zustand führt zu neuen Ereignissen. Neue Ereignisse führen zu neuen Gedanken, neue Gedanken zu neuen Emotionen und diese neuen Emotionen dann zu einem verbesserten, intensiveren Zustand dieser Kette. Und das ist eine Kettenreaktion. Wenn wir lernen, regelmäßig an die Liebe zu kommen, regelmäßiger diese Liebe zu fühlen, dann können wir das potenzieren. Und diese Meditation, diese Technik, diese Frequenz dient, dass du die Liebe in dir fühlst und lernst, passiv zu fühlen, um dein Leben zu integrieren, um deinen Zustand dauerhaft in die Liebe zu bringen, damit du ein anderer Mensch wirst. Damit wir alle ein anderer Mensch werden. Und deswegen teile dieses Video an deine Freunde, like es und schreib mir im Kommentar, was du zu dieser Erfahrung sagst. Und ebenso hast du die Möglichkeit, dir unsere App zu holen, wo wir alle Meditationen und Frequenzen, und es kommen jetzt alle paar Tage neue hinzu, zu einem ganz, ganz kleinen Beitrag dir holen kannst und das Ganze dann sozusagen wirklich in dein Leben integrieren kannst und damit regelmäßig meditierst. Und ich kann dir versprechen, wenn du das regelmäßig nutzt, vor allem diese Technik, gekoppelt mit dieser Immersion, dass du wirklich gerade am Vulkan bist und das Ganze hörst, dann wirst du merken, wie sich dein Zustand dauerhaft verändert. Wie dein Zustand dauerhaft der Zustand der Liebe wird. Und damit veränderst du dein Denken, deine Emotionen, dein Handeln und schlussendlich deinen Zustand. Und damit veränderst du den Zustand deiner Mitmenschen. Und das wird dann eine Kettenreaktion geben. Und so kommen wir in ein neues Bewusstsein, in ein erweitertes Bewusstsein, welches für uns angedacht ist. Viele nennen es das goldene Zeitalter. In diesem Sinne, schön, dass es dich gibt. Und falls du Fragen hast an diese Quelle, an das große Mysterium, schreib sie unten in diesem Video hinein. Und like die Fragen der anderen. Wenn eine Frage mehr Antworten, mehr Likes hat, dann werde ich sie verwenden für die nächsten Fragen, für die nächsten Erfahrungen. Und freue mich sehr, dich zu sehen und bin auch sehr, sehr gespannt, was du zu Vulcano sagst. Schreib es mir unten in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich werde ab jetzt mehr Videos machen, wo ich eure Fragen direkt an das Mysterium stelle und die Antworten dazu. Bin ich sehr, sehr gespannt, was du dann dazu sagst. In diesem Sinne, bis bald und bis zum nächsten Video.